Herzlich willkommen bei deiner Frauenkraftquelle. Haare sind mehr als nur ein Schönheitsmerkmal. Sie sind Ausdruck der Persönlichkeit, des Stils und manchmal sogar des Selbstbewusstseins. Doch was passiert, wenn plötzlich immer mehr Haare in der Bürste zurückbleiben? Wenn sich Geheimratsecken bilden oder das Volumen einfach nicht mehr dasselbe ist? Haarausfall kann verunsichern und belastend sein, aber die gute Nachricht ist, in den meisten Fällen gibt es nicht nur eine Ursache, sondern auch eine Lösung. Heute lernst du, warum Haare ausfallen, was die häufigsten Gründe dafür sind und vor allem, was du alles tun kannst, um das Haarwachstum wieder zu unterstützen. Haare durchlaufen natürliche Wachstumszyklen und es ist völlig normal, täglich etwa 50 bis 100 Haare zu verlieren. Doch wenn sich das Haar plötzlich stark lichtet oder büschelweise ausfällt, steckt oft mehr dahinter. Die Ursachen können vielfältig sein: hormonelle Veränderungen, Stress, Nährstoffmangel oder auch genetische Faktoren. Besonders häufig tritt Haarausfall in bestimmten Lebensphasen auf. Während einer Schwangerschaft, nach einer Entbindung, beim Absetzen der Pille oder in den Wechseljahren kommt es durch hormonelle Schwankungen oft zu Veränderungen im Haarwachstum. Auch Schilddrüsenstörungen, insbesondere Hashimoto, können eine Rolle spielen, da sie den gesamten Hormonhaushalt beeinflussen und sich auf das Haarwachstum auswirken. Ein DHT-Überschuss, also eine erhöhte Menge des Hormons Dihydrotestosteron, kann ebenfalls dazu führen, dass die Haarfollikel empfindlicher werden und das Haar allmählich dünner wird. Auch eine unausgewogene Ernährung kann sich bemerkbar machen, wenn dem Körper wichtige Vitamine und Mineralstoffe fehlen, die das Haar benötigt, um kräftig zu wachsen. Besonders Mikronährstoffmängel, wie ein Defizit an Eisen, Zink, Vitamin D oder Vitamin B12, können zu verstärktem Haarausfall führen. Zudem können Autoimmunerkrankungen wie Lupus, Erythematodes oder Psoriasis die Kopfhaut direkt betreffen und das Haarwachstum erheblich beeinträchtigen. Haarausfall ist nicht gleich Haarausfall. Es gibt verschiedene Formen, die sich unterschiedlich äußern. Der sogenannte diffuse Haarausfall zeigt sich durch eine gleichmäßige Ausdünnung auf der gesamten Kopfhaut. Er tritt oft nach stressreichen Phasen, intensiven Diäten oder bei einem Nährstoffmangel auf. Eine andere Form ist der erblich bedingte Haarausfall. Dabei wird das Haar in bestimmten Bereichen immer dünner, meist entlang des Scheitels oder an den Schläfen. Diese Form ist genetisch veranlagt und kann nicht vollständig gestoppt, aber oft verlangsamt werden. Eine Hauptursache dafür ist ein DHT-Überschuss, der die Haarfollikel schrumpfen lässt und so zu Haarausfall führt. DHT fördert auch das Wachstum von Körper- und Gesichtsbehaarung, worunter auch viele Frauen in den Wechseljahren oder mit PCOS leiden. Eine weitere Variante ist der kreisrunde Haarausfall, bei dem plötzlich kahle Stellen auftreten. Diese Form ist meist auf eine Autoimmunreaktion zurückzuführen, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Haarwurzeln angreift. Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis, Schuppenflechte oder Lupus erythematodes können ebenfalls Haarausfall begünstigen, da sie zu Entzündungen der Kopfhaut führen und das Haarwachstum beeinträchtigen. Stress ist einer der größten Feinde von gesundem Haar. Er beeinflusst den gesamten Körper und kann dazu führen, dass Haarfollikel frühzeitig in die Ruhephase übergehen, wodurch das Haar schneller ausfällt. Auch hormonelle Schwankungen spielen eine große Rolle. Besonders während der Wechseljahre nimmt die Produktion von Östrogen ab, was dazu führen kann, dass die Haare feiner werden und schneller ausfallen. Schilddrüsenstörungen, sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion, beeinflussen den Stoffwechsel und können das Haarwachstum negativ beeinflussen. Ebenso kann ein unausgeglichener DHT-Spiegel das Haarwachstum stören. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Ernährung. Haare benötigen eine Vielzahl an Nährstoffen, darunter Eisen, Zink, Biotin, Vitamin D und Vitamin B12. Ein Mangel kann das Haarwachstum beeinträchtigen. Auch aggressive Haarpflegeprodukte oder häufiges Hitzestyling setzen der Haarstruktur zu und können langfristig zu Haarausfall beitragen. Erkrankungen der Kopfhaut wie Psoriasis oder seborrhoische Dermatitis können Entzündungen verursachen, die das Haarwachstum behindern. Auch Vergiftungen oder Nebenwirkungen bestimmter Medikamente können zu plötzlichem Haarausfall führen. Zum Glück gibt es viele Wege, um das Haarwachstum wieder zu unterstützen. Der erste Schritt ist, die Ursache zu erkennen. Wenn ein Nährstoffmangel vorliegt, kann eine gezielte Ernährungsumstellung helfen.
Lebensmittel wie Nüsse, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse und Vollkornprodukte liefern viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die das Haarwachstum fördern. Besonders Eisen, Zink, Vitamin D und Vitamin B12 sollten regelmäßig über die Ernährung oder gezielt über hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden, wenn ein Mangel besteht. Auch eine gesunde Kopfhaut ist entscheidend. Eine sanfte Massage mit natürlichen Ölen wie Rosmarin oder Jojobaöl kann die Durchblutung anregen und die Haarfollikel stärken. Milde, silikonfreie Shampoos und natürliche Pflegeprodukte können dabei helfen, das Haar nicht zusätzlich zu belasten. Neben der äußeren Pflege ist auch die innere Balance wichtig. Stressbewältigung durch Meditation, Atemübungen oder einfach kleine Pausen im Alltag kann das hormonelle Gleichgewicht unterstützen und sich positiv auf das Haarwachstum auswirken. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, professionellen Rat einzuholen, besonders wenn der Haarausfall plötzlich und stark auftritt oder über einen längeren Zeitraum anhält. Es gibt verschiedene medizinische Behandlungsmöglichkeiten, von speziellen Haarseren bis hin zu Hormontherapien, die individuell angepasst werden können. Haarausfall ist ein sensibles Thema, aber es gibt viele Möglichkeiten, das Haar zu stärken und das Wachstum zu fördern. Der Schlüssel liegt darin, die Ursache zu finden und gezielt darauf einzugehen. Mit der richtigen Pflege, einer ausgewogenen Ernährung und einem bewussten Umgang mit Stress kann oft schon viel erreicht werden. Das Wichtigste ist, geduldig zu bleiben. Haare brauchen Zeit, um sich zu regenerieren, aber mit der richtigen Unterstützung kann sich das Haarwachstum wieder normalisieren. Wer achtsam mit sich selbst umgeht und dem Körper gibt, was er braucht, wird nicht nur gesünderes Haar bekommen, sondern sich insgesamt wohler fühlen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und lass ein Like da. Bis bald! Deine Frauenkraftquelle.